Guten Morgen, liebe Freunde des besten Formats, wenn es hier um Musik geht und um alles andere, denn wir haben den schönsten Mops hier im Bild, der gerade... Den schönsten Mops hintern. Und wir wissen nicht, warum er bellt, aber er tut es wunderbar und beschützt uns vor all den bösen Menschen und Geistern, die es auf diesem Planeten gibt. So, wir hoffen, ihr habt einen schönen Tag so bisher gehabt, je nachdem, wann ihr ihn startet oder wann ihr dieses Video guckt. Auf jeden Fall haben wir was ist mit diesem Mopsi los? Ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Ignoriere den einfach. Ja. Dann hört er irgendwann auf. Also, wir haben ja die letzten Tage kamen ganz schön viele Anfragen rein, dass wir unbedingt von Winterbear abchecken sollen. Ich habe kurz ein bisschen das rausgezögert, weil ich immer vorsichtig sein muss mit den BTS, schon wieder BTS-Kommentaren. Bei dem letzten BTS-Video, obwohl wir 2 Wochen lang kein BTS gemacht haben, kamen trotzdem Kommentare, die geschrieben haben, schon wieder nur BTS. Also langsam ist es mir echt egal. Ich muss da echt mal kurz was zu sagen. Also erstens mal ist mir egal. Zweitens mal, kommen jeden Tag 2 Videos. Wie kann man denn bei so vielen Videos dann sagen, es kommt so viel BTS? Meine Güte, guck mal, wie viele Videos im Monat oder in der Woche kommen und rechne das dann mal auf die BTS-Videos runter. Es hält sich, glaube ich, in Grenzen. Und drittens, BTS steht schon im Titel. Wenn du keinen Bock auf BTS hast, dann guck doch das Video nicht. Dann klickst doch gar nicht erst an. Okay, danke für deine Ansage. Okay. Das ist zu viel negative Energie. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir es jetzt trotzdem machen, weil es uns mittlerweile, oder ich mache es trotzdem, weil wir den Song natürlich auch hören wollen und so gesehen wissen wir genau, dass wir eh nicht zu viel von einer Gruppe machen. Wir checken ja wirklich alles ab. Wir hätten ja eigentlich auch von Anfang an bei Blackpink oder BTS nur bleiben können, so wie viele gemeint hatten, dass wir das nur deswegen machen. Wir haben aber, glaube ich, gefühlt zumindest schon mal 5% der ganzen K-Pop-Szene abgecheckt. Ich glaube, wir sind bei 10. Niemals. Doch. Ich glaube, das nimmt keiner hin. Es sind so viele krasse Leute dabei. So, also jetzt auf jeden Fall Winterbear mit von dem süßen Tee, der übrigens die gleichen Chucks hat wie ich. Oder ich habe die gleichen wie er, die roten. Und das gleiche Jeanshemd. Und der hatte die auch wieder im Film auch an. Der erinnert mich irgendwie an Sascha von seiner Art her gerade. Welcher Sascha? Alex? Ja. Koslowski? Ja. Echt? Wieso? Ja. Weil er so verträumt und so guckt in die Natur und so, geht gerne spazieren, geht gerne raus. Ja, also ich denke, das ist so ein kreativ, spirituell. Ja. Ja, sympathisch. Und gerade so diese Szene. Aber vom Grading, weil alles sehr... Ja, okay, stimmt, ja. Nicht zu viel Kontrast, der Kontrast ist stark rausgezogen, die Farben auch. Also ein bisschen verblasst mäßig. Ne? Schöne Gitarre. Akustikgitarre. Oh, das ist bestimmt Traum. Das heißt Winterbear. She looks like a polar parrot. But you can flatter me. I want some good day, good day, good day, good day, good day. Ist ein Looks like a winter bear. Your sleeves so appealing. Diese Stimme. Good night, good night, good night, good night, good night. Imagine your face. Oh, also bevor wir jetzt hier in die Hook reinkommen und er in die Kopfstimme wechselt, wie es gerade scheint, sehr, sehr schön, ne? So richtig soft die Stimme angewandt und dann aber hauchig. Hier dann aber mehrstimmig dann geworden und das dann auch im Stereo schön verteilt, sodass es dann auf einmal noch harmonischer wird. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Das sieht nach Amsterdam aus. Imagine your face, say hello to me. Turn all the bad days, they're nothing to me with you. Winter bear.
Oh, schön, schön, schön. Hier kam dann auf dem rechten Ohr dann, also hört wie immer die Videos am besten mit Kopfhörern. Es müssen nicht diese sein, die wir aufhaben, aber das sind einfach die Referenzstudio-Kopfhörer, die sich seit Jahrzehnten bewährt haben und unten verlinkt sind. Ich sag's immer wieder gerne. Schön auf dem rechten Ohr das Cello. Cello? Was hättest du gesagt? Keine Ahnung, einfach nur Streicher. Ja, aber Oder es ist... Geige? Nee, definitiv keine Geige. Die spielt nicht so tief. Und vor allen Dingen ist es wirklich nur ein Streichinstrument. Also es sind nicht mehrere, es ist nur eins. Stimmt. So ein klassisches Schlagzeug. Jetzt. Was ist das? Keine Ahnung. Das klingt wie irgendein synthetisches Instrument, das Vocal ähnlich klingen soll, aber es ist kein Vocal auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber jetzt hast du die Geige links. Ah, okay. Es müsste eine Violine sein, es könnte aber... Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Geige und einer Violine? Geige und Violine ist das Gleiche, soweit ich da informiert bin. Falls ich Quatsch erzähle, schreibt es jetzt gerne in die Kommentare. Aber es gibt einen Unterschied zwischen einer Violine und einer Viola. Ja, okay. Ja. Da gibt es einen Unterschied, dass die unterschiedlich klingen und auch nochmal in anderen Tönen spielen oder Tonbereichen. Okay. Genau, die Viola, die ist ein bisschen tiefer, die klingt ein bisschen tiefer auch und die hat auch so einen viel, ja, wie soll man sagen, ein bisschen melancholischeren Klang tatsächlich auch. Und dieses klassische, sehr hohe, wo man sehr hoch spielen kann, dieses schnelle, so. Das ist Violine. Ja. Drama. Genau. Herzschmerz. Ja. Emotion. Deswegen wollte ich auch gerade sagen, es könnte vielleicht sogar auch sein, dass es keine Violine ist, sondern eine Viola. Weil die auch schon so ein bisschen, weiß ich nicht, die hat so dieses Timbre. Eher melancholischer. Ja. Das war vorhin auch gerade schon mal. Aber gerade rechts hört man so einen Atmer rein, ne? So ein Aber das ist doch links und rechts. Erst links, dann rechts. Stimmt, passt mit meinem Kopfhörer nicht. Das war hier vorne. Nee, ich hab's nur rechts. Du möchtest es links, rechts. E-Gitarre. Was? Ja. Die jetzt eine E-Gitarre, die hier aber auf Mono ist und nur in der Mitte zu hören ist und die Melodie jetzt von dem Instrument vorher genau spielt. Das ist ja. Krass. Vom Arrangement ganz frei, ne? Auch jetzt nicht irgendwie so Verse, Pre-Chorus, Hook, Verse, Pre-Chorus, Hook, C-Part, Hook, sondern echt einfach. Ja, da sieht man halt, dass die Jungs Frei musikalisch. ja, dass sie einfach Musiker sind. Also, dass sie. Das kann man auch anders lesen, irgendwie, ne? Ja, wie ein A. Wie ein A und dann. Weil der Strich vom I ins N reingeht. Und das ist bestimmt kein Zufall, Oh Gott. oder? Oh Gott. Das ist sicher kein Zufall. Stimmt nicht. Aber was soll man dann lesen? Tay?
Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da irgendwelche Theorien habt. Die Jungs sind da immer sehr stark drin. Wir kommen jetzt natürlich auf die Schnelle hier mit dem ersten Eindruck da natürlich nicht hinterher. Aber interessant, ey. Ja, ich finde aber bei solchen Projekten, diesen Zwischenprojekten, die dazwischen schießen, dass man einfach merkt, dass die Musiker aus Leidenschaft sind. Ja, man hat ja auch zum Beispiel in dem Film gesehen, dass Sugar war es, ne? Was meinst du? Mit dem Laptop und so weiter. Mit seinem Setup. Oh, ja. Ja, dass er in seinem Hotelzimmer da sitzt und sein Laptop-Setup hat und während die da auf Tour sind, Nordamerika-Tour und dann nachts noch im Hotel irgendwie rumbasteln ist. Und überlegt, wann die ins Studio können, während der Tour noch zwischendrin irgendwann mal. Ich meine, bei großen Künstlern ist es schon auch sehr oft so, dass sie während der Tour auch gucken, dass sie da irgendwie noch Projekte machen und gerade auch Kollaboration mit anderen großen Künstlern jeweils aus den Ländern, wo die gerade sind, macht natürlich sehr viel Sinn, wenn man da in den USA ist. Aber trotzdem, ja, also ich finde, ja, auch bei Sugar hatten wir jetzt auch eine Single ja auch schon abgecheckt, ne? Augusty. Genau, Augusty, das sind halt schon so Sachen, ich weiß nicht, also für mich, ich sehe da schon irgendwie drin, dass die einfach Musiker aus Leidenschaft sind, finde ich sehr, sehr cool. Wir müssen auch unbedingt noch von V-Singularity checken. Leute, wir sehen das. Das wünsche ich mir. Ja, so viele haben das schon geschrieben. Und dann, ja, jetzt muss ich erstmal wieder 2 Wochen warten. Ja, damit wir nicht ausgeschimpft werden. Ich trage es schon mal im Kalender ein, damit wir es nicht vergessen. Damit wir nicht geschimpft werden, dass zu viel BTS kommt. Ja. Leute, vielen, vielen Dank für die Vorschläge auf jeden Fall. Ich meine, gut, wir haben es auch gesehen und hätten es so oder so früher später drangenommen. Aber vielen, vielen Dank auch mal für die 55.000 Abos. Wirklich richtig, richtig krass. Die haben wir jetzt auch gerade eben geknackt, wie gesagt. Und ja, sonst hoffe ich, dass ihr was gelernt habt. Falls ja, lasst gerne auch ein Abo da an die noch keinen Star gelassen haben. Und nicht vergessen, auch bei Dana vorbeizuschauen. Da haben wir auch ein Video gemacht. Und ich habe am Sonntag ein sehr cooles Video hochgeladen. Mit Verlosung, mein Video. Ah ja, mit Verlosung. Die Gesichtsmasken, die wir in der Courierbox hatten, die werden jetzt bei Dana verlost. Guckt da deswegen bei Dana auf jeden Fall vorbei. Ich bin da auch im Video und wir machen ein bisschen Sauerei mit Gesichtsmasken. Kriegst ein bisschen Pampe ins Gesicht. Das war echt klebrig und glibberig. Aber erfrischend trotzdem. Und ich habe am Sonntag auch ein etwas aufwendigeres Video noch hochgeladen. Das kam abends. Vielleicht hat es der eine oder andere nicht von euch angeschaut, weil kein K-Pop-Band oder Group-Titel drin war. Aber schaut da gerne mal vorbei. Dana verlinkt es jetzt hier irgendwo. Und das ist nämlich sehr cool geworden. Da habe ich so mit so einem kleinen Aufnahmegerät zu Hause was aufgenommen und Percussion. Das ist nämlich das, was ich immer erkläre, dass man alles Mögliche, was man irgendwo aufnimmt, kann man auch Tracks draus machen. Das wäre quasi auch direkt Percussion hier. Und man kann das dann in Produktionen umwandeln oder mit einbauen. Ja? Ich erkläre das zwar immer, aber das ist was anderes, als wenn man es dann tatsächlich sieht, wie es jemand dann auch vielleicht macht. Ich habe es da in einem Ansatz schon gemacht und ich überlege, ob ich daraus vielleicht ein ganzes Format sogar machen soll. Aber dafür bräuchte ich vielleicht noch ein bisschen Hilfe, wenigstens einen Kameramann. Vor allem sieht man da aber auch mal ein bisschen so deinen praktischen musikalischen Ansatz und nicht nur dein theoretisches Wissen und was du so erzählst und raushören kannst. Richtig. Ich will ja nicht nur hier rumschwätzen, sondern da seht ihr auch, dass da tatsächlich daher das auch alles kommt aus dieser praktischen Erfahrung, warum ich das überhaupt alles erzählen kann. Deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei und wie gesagt, ich überlege dann eben ein Format draus zu machen und dann müsste ich dann schon sehen, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt oder nicht und ja, das dazu und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Vielen, vielen Dank und tschüss.